Hallo und herzlich willkommen zurück bei Coast Guard. Ich bin wieder zurückgekehrt auf die Ölbohrplattform und ja, wir waren ja bei unserem Laboranten, der nicht sehr hilfreich war. Aber wir haben im Ölschlamm Knochenreste gefunden. Ich komme ein bisschen vor wie bei Bones. Fehlt nur noch die Frau Deschanel und dann wäre ich glücklich. Aber naja. Mein Ziel ist es jetzt aber, irgendwie diesen Franzosen dieses Brecheisen abzunehmen. Der nervt mich sowieso, der Heini, und deswegen quatschen wir jetzt einfach nochmal an. Und gucken mal, was passiert. Hallo? Salut, mon Capitaine. Versuchen ihn nochmal über das Rauchen zu kriegen. Isn't smoking... Fumer? Yeah, Oh, this is an e-cigarette. It isn't dangerous. but they're prohibited here too. Je ne sais pas. Please don't tell anyone. I'll think about it. So, jetzt haben wir ihm gesagt, dass auch das E-Zigarettenrauchen verboten ist. Vielleicht kriegen wir jetzt dieses... Ah, eine neue Option. There's a gate blocking the stairwell. Oh, pardon. Only the higher-ranking staff are allowed up. Well, I need to get up there. Then you'll have to find another way. Aber... Or try and open the gate. Is this your crowbar? Oui, mon pied biche. Oui. What's a chemist doing with a crowbar? That's none of your business. Can I borrow this crowbar? Pardon, it is needed here. Ah, geben Sie mir die Brechstange oder ich melde, dass Sie rauchen. Das heißt hier, die Ermittlungen der Küstenwache beinhaltet auch Erpressung. Super. Give me the crowbar, or I'm going to have to snitch on you that you've been secretly smoking. Ha, Capitan. You're quite the character. Well, fine then. Take the crowbar. I don't need it anyway. So ein I Penner. have to go. Au revoir, mon Entschuldigung. Capitan. Aber ich denke, ihr könnt das ab. Well, I hope you have fun with les pieds biche. I don't need it anyway. Ja, das wissen wir. Aber ich denke mal, ihr könnt es ab, wenn ich mal so ein bisschen härtere Ausdrücke hier verwende. Ich bleibe natürlich ganz sanft. Aber man muss ja auch mal was rauslassen, wenn einem diese Vögel hier so wirklich auf den Zeiger gehen. So, nehmen wir wieder die Kletterei. Nö, wir gehen da lang. Und jetzt will ich da endlich rein. Wir müssen natürlich auch noch den Herrn Hernandez befragen, warum er sich Sam nennt. Aber eigentlich muss ich euch sagen, egal wer hier umgenietet wurde und wer hier zu kleinen Knochenstaub zermahlen wurde, am liebsten würde ich jetzt der Tussi hier in den Hintern treten, die ständig in ihrem komischen Kommandozentrum sitzt und uns nicht reinlässt. Wir sind doch von der Küstenwache, das geht doch so nicht. So. Freunde. Nochmal. So. Freunde. Nein. Mrs. Olson, I'm still Nein, down nein, here nicht by die the gate. Olsen. I'm sorry, we're fairly busy up here. I'll send... If someone doesn't show up soon, I'm going to have to make my own way in. Nicht wieder die Olsen. Müssen wir vielleicht auf das... Hallo? Auf... Hallo? Hallo? Mrs. Olson, I'm still down Nein, here by the jetzt ist gate. gut mit der Mrs. I'm Olsen. sorry, we're fairly busy up here right now. Ja. I'll send somebody down immediately. Und gleich wirst du If richtig someone doesn't beschäftigt show up sein. soon, I'm going to have to make my own way in. Ach Kumpel, du wiederholst dich. Wir gucken jetzt aber erstmal ganz anachronistisch nach unten, was da so abgeht. Ich will es ja ein bisschen herauszögern, damit es spannender wird. Mann, haben die Wege hier. Kommen wir da auch hoch? Das finde ich positiv. Lecker. Noch leckerer. Da liegt was. Okay, dann sammeln wir jetzt erstmal auf, was da liegt. Ich will das jetzt wissen. Und danach verhauen wir die Frau Olsen. Natürlich nur im übertragenen Sinne. Ah, Knochensplitter. This looks like a bone, or at least part of one. Do you think it's from a human? Maybe one of the victims? We'll see. I'll bring it in for Larry to run some tests on. Nee, nix Larry, jetzt gehen wir aber hoch. Da wird man hier ganz schwindelig. Und knöpfen uns die Frau Olsen vor. Ich werde sie, glaube ich, direkt verhaften. Das ist so mein Plan. Aber erstmal gucken wir uns diesen coolen Hubschrauber an. Oder auch nicht.
ist jederzeit abflugbereit. Na, das ist doch gut. Ups. Ah. Da sitzt sie bestimmt drin. Ne, da steht sie. So, Frau Olsen. Jetzt gibt's Ärger. Hello? Oh, a man in uniform. Do you have a problem with that? No, quite the opposite. I'm Saga. Saga Antonia Olsen. How can I help you? Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz jugendfrei, aber ich muss es mal erwähnen. Sie hat merkwürdige Brüste. Aber das nur mal so nebenbei. Ich stelle mich erstmal vor, wie sich das gehört. I'm from the Coast Guard. My name is Finn. Wow, from the Coast Guard? That's exciting. You've probably seen a lot. Oh yeah, you can say that again. You deal with real criminals on a daily basis. Oh Mann. And face death every day. Well, it's not quite that spectacular. Too bad. Lass dich nicht von dieser Tussi umgarnen. Wir haben hier einen Auftrag. Ich wusste gar nicht, dass hier Frauen arbeiten. Was ein Scheiß. Warum spielen sie mit ihrem Handy? Das ist eine schöne Frage. Die frage ich mich Why jeden do you Tag. keep playing around with your cell the whole time? I'm texting a friend. We're supposed to meet up tonight. Aren't cell phones prohibited here? Well, this isn't actually a real cell. I got it from my friend so we can chat a bit and see when and where we want to meet up. Und wer ist es? A friend. Your boyfriend. Well, you see, no. You see, it's against regulation to enter into a relationship with a coworker on the oil rig. So in that respect, no, just a friend. Wait a minute. I know from a reliable source that you're in a relationship with somebody from the offshore staff. What? Where did you hear that? Yes, it's true. I've been having an affair with Liam, the crane operator, for the last few weeks. I see. Please don't tell anybody about it. Otherwise, they'll kick us both off the rig. I'll think about it. Das ist mir doch egal. Du wolltest uns nicht reinlassen. Das hast du jetzt davon. Let's talk about something else. Okay. Ah, wir stellen noch diese dämliche Frauenfrage. I didn't know they had women working here too. But of course. I'm the radio operator. We constantly have ships docking here to deliver replacement parts and anti-wear agents. There's also the helicopter that's always taking off to fly people back to the mainland when their shift is up. That all has to be coordinated. I have to go look into some important stuff. I'm sure you do. Ja, ja. Fräulein. Ja. Verdammt, ich kann da nicht rein. Ich würde gerne wissen, was sie da drin treibt. Und wo ist eigentlich der Chef? Wer bist du? Leg mal das Ding weg. Can I ask you a few questions? Yes. Great. Wer sind Sie und was machen Sie da? Who are you and what are you doing there? Lucas van der Velden. Welding. Important. Okay, what is it that you're welding there? Welding. What exactly? Yes. Well then, Ah, cool. Ein Pseudo-Holländer. have you seen anything suspicious around here lately? Yes. Well, what would that be? Welding. Okay, and what's so suspicious about that? Yes. I don't think we're going to get very far like this. Yes. Kennen Sie einen großen, muskulösen Kerl? Do you know that big guy with the muscles? Yes. Oh, very good. What can you tell me about him? Schweißarbeiten. Weird guy. New here. Doesn't say much. Did you see him last night? Sleeping. Night. I'm guessing that's a no? Yes. I have to go. Yes. Any news
news, Finn? The suspect Guys, claims to have an alibi. Supposedly, he was making the rounds with the crane operator last night. I'll look into it and find and question the crane operator. Good luck, Finn. Und er wird wahrscheinlich hier irgendwo am Kran sein. Hoffe ich mal. Wenn das nicht der Liam ist, der uns hier seinen Hintern entgegenstreckt. Aber erstmal gucken wir noch hier, ob da noch verdächtige Sachen rumfliegen. Scheinbar nicht. Da steht noch jemand auf dem Dach. Das ist aber gefährlich, mein Freund. Das ist eine komische Plattform hier. Keiner arbeitet richtig, außerdem der Schweißarbeiten macht. Hallo. Work here keeping you busy? There's always something that needs to be done. I don't know you. Who are you? Finisterre from the Daniel Defoe. I'm sorry, that's not ringing any bells. Should I know you? I'm from the Coast Guard. Ah. So, wir fangen mal vorsichtig an. Have you seen anything suspicious around here lately? No, nothing. Nothing at all. You have a pretty good overview on things as the crane operator, right? Yeah, I see everything. But nothing out of the ordinary happened recently. No, definitely not. Diese Was tun Sie hier Frage finde ich nervig. Wo warst du um 2? Where were you last night around 2 a.m.? Last night? What happened? Please answer the question. Well, okay. Last night... I helped Sam move a couple of crates. In the middle of the night? Yeah. I gotta work during the day, you see. Ah ja, weil er tagsüber arbeiten muss, muss er nachts Kisten stapeln. Do you know that big guy with the shaved head? Sam? Sure. What about him? You know him. Seems you're the only one around here. Well, I don't know him that well. But you've had dealings with him. Not that much, really. What do you think of him? Well, I hardly know him. But he seems to be a nice enough guy. He seems to be a nice guy. Yeah. Are you sure? Well, not really. Enough Mann, about Mann. him. I still have some other questions. Sure, go ahead. Naja, wir fragen doch mal, was tun Sie hier? What are you doing here? I'm Liam. Liam van der Velden. And I have the best job here on the oil rig. And that would be? I'm the crane operator. And why is that such a great job? Simple. Everybody here has to bust their hump with some of the toughest work you can imagine. And everything is dirty and exhausting. I'm the only one who can sit in peace in my dry cabin. And I don't have to come in contact with poisonous substances or gases or any of that dirt and oil. And the best thing about it, I'm still the one moving the biggest crates and the heaviest containers. Sounds like a dream job. Really does. For sure. I'm glad you understand me. Okay, I've got enough. Good luck. So, ich glaube, jetzt haben wir alle abgeklappert, mit dem wir reden können. Der Heini da hinten, der ist irgendwie eingebaut. Da stehen Kisten im Weg. Na toll. Ganz, ganz toll. Wie kommt man eigentlich in diesen Kran rein? Weiß auch keiner so genau. Ja, ich fürchte, wir werden unsere Knochen jetzt noch zu Larry bringen müssen. Das regt mich jetzt schon ein bisschen auf. Da waren wir doch eben erst. Und ich denke auch, ich werde das euch ersparen. Denn die Fahrt zurück ist, glaube ich, jetzt nicht so spektakulär, als dass man sie zeigen müsste. Der soll mir was zu den Knochenfragmenten erzählen. Dann kehren wir zurück und werden mal den großen Oger verhören. Und zwar mal richtig. Denn wir wissen ja schon, dass er säuft und, ja, dass er gar nicht Sam heißt. Oh Wunder. Ich laufe jetzt wieder zu unserem kleinen, schnellen Schiffchen. Welches immer sich nett in die Richtung dreht, in die man fahren möchte. Und sage, tschüss, bis gleich. So, da bin ich wieder kurz vorm Einparken. Und ja, mit Fraps aufzunehmen ist schön, aber es hat ein Problem, denn auf F9 kann ich auch die Kamera ändern. Also wundert euch nicht, wenn die manchmal hin und her springt.
Da sind wir wieder auf der Daniel Defoe und jetzt gehen wir zum guten Larry. Der hockt ja hier in seinem Kabuff und macht immer das Licht erst dann an, wenn wir drin sind. So, wir wollen ihm mal diese Probe hier zeigen. Larry, I found this in the vicinity of the drill sludge basin. What is that? Maybe a chicken bone? No, Finn. That looks more like a cheekbone to me. Wait a minute. Look at that image. That's definitely a human cheekbone. But where's its owner? The cheekbone is part of the human skull. You don't just go around losing those. I'm pretty sure that whoever this belonged to isn't alive anymore. That would mean that there's been a murder here. Well, at least I don't think there'd be fragments from a human skull just lying around had it been a natural death. A brutal murder at that. How does someone manage to mutilate another human being like that? I'd like to know where the rest of the body is, especially the other bones. So, Larry? Nothing to do? Hey, I never slack. I just work so fast that I always get everything done right away. Great, then you can take care of my case right away. Sure. Just put that piece of evidence of yours on the lab table or the computer and we can get started. Ja, das haben wir ja eben schon geklärt, mein Freund. So. Wir wissen jetzt, dass das ein Jochbein ist. Und mit dem Wissen machen wir uns jetzt wieder zurück und jetzt geht's mal dem Dicken an den Kragen, würde ich sagen. Und da die Fahrt doch nicht so lange dauert, wie ich befürchtet habe, schmeiße ich euch diesmal nicht raus. Ich setze einfach hier, ich wollte sagen volle Segel, aber ich habe gar keine. Ich gebe einfach Vollgas. Und ja, wir können ja mal ein bisschen über den Fall reden. Also ich rede, ihr hört zu oder ihr hört weg, wie auch immer ihr das handhabt. Das ist einfach viel zu offensichtlich, das was passiert ist, aber diese ganze Plattform ist total merkwürdig. Ich würde hier im Zweifel jeden verhaften. Die sind irgendwie total schräg drauf, die Heinis hier, und ich weiß immer noch nicht, wo der Chef ist. Ich vermute mal, dass das der ist, an dem wir noch nicht rankommen. Man weiß es nicht so genau. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir mit unseren Kumpanen hier anstellen sollen. Die können irgendwie nichts Sinnvolles sagen. Ich habe auch keinen Bock, die ständig anzulabern. Wir machen es jetzt mal offensiv und gehen zum Oger. Das gefällt mir. Und zum Oger kommen wir, wenn wir da rüber gehen. Ich frage mich auch, warum die ständig hier Sachen in den Weg gestellt haben. Das ist bestimmt nicht nach Vorschrift. Außerdem habe ich das Gefühl, ich beschäftige mich hier schon viel zu lange mit diesem Fall und bin nur zu dämlich, ihn abzuschließen. Aber ich möchte auch alles mitnehmen, was das Spiel zu bieten hat, denn ja, so bizarr es jetzt sich anhört, es ist gar nicht mal so furchtbar mies. Es ist nicht gut, aber irgendwie lustig. Nicht wahr, Oger? I have to ask you a few questions. I don't have anything to say. Werden wir ja sehen. Who are you, and what is... You can just... Sam, I'd be more inclined to say that your name is Salvador Hernandez. How did you know that? I know a whole lot more. You have an interesting criminal record, Mr. Hernandez. You've badly beaten up someone before. That was the old me. I'm not that way anymore. Did my time. I'm supposed to believe that? We'd most likely had a murder here yesterday. And I'm supposed to believe that you're innocent. With your previous conviction. That's how it is. I'm innocent. I hope for your sake that you're right. Because if you're lying, I'll find out. Ja. I have to make... Leave me. I haven't done anything. Mir reicht das einfach immer noch nicht. Ich bin da vielleicht ein bisschen kleinlich. Ich bin aber auch gleichzeitig ein bisschen überfragt. Der Heini da auf dem Dach, der interessiert mich noch. Aber an den kommt man nicht ran. Wir haben 0 Beweise in der Tasche. Wir wissen nur, dass hier irgendwo ein Jochbein rumlag. Das klingt irgendwie durch... Oh. Ah, ich dachte schon, da wäre was. Das ist aber nur Rost. Ja, also wir haben 0 Beweise. Außer diesem blöden Knochen. Was ja eigentlich schon Beweis genug ist, aber für was? Also ich kann da mit den Dicken nicht irgendwie einbuchten. Das läuft so nicht.
Mir fehlt irgendwas. Ich weiß leider nur nicht was. Wir gehen jetzt mal wie folgt vor. Wir gucken mal, ob wir vielleicht doch irgendwie da hochkommen. An den Vogel, der da rumsteht. Aber ich glaube, das haben wir schon mal probiert. Und dann werde ich nochmal unsere, ja, Gesellen hier fragen, ob die jetzt endlich was können. Oder ich funke einfach mal in der Gegend rum. Nee, da kommen wir nicht hoch. Wir fangen mal mit dem Funken an. I should take a look around the control room. Maybe I overlooked something important there. Ah, wir sollen im Kontrollraum nachgucken. Er führt Selbstgespräche. Das ist sehr nett in dem Fall. Okay, dann geht's wieder hier hoch und da hoch. Und nochmal hoch. Da ist der Heli. Wir müssten halt nur erstmal da reinkommen. Das wäre vielleicht schon mal ein Anfang. Oh. Guck mal hier. Da sind wir. Aha. Aha. Gut, dass den Typ das so überhaupt nicht interessiert, warum wir jetzt hier plötzlich mal reingekommen sind. Finde ich irgendwie nett von ihm. Wer bist du denn? Fangen wir wieder ganz von vorne an. Ein Tool-Pusher. Mhm. Pusher, nicht Pascher. Hello, are you in charge here on the oil rig? No, no. I'm afraid my responsibilities don't quite reach that far. Yeah, my name's Jeffrey O'Connor. I'm the tool pusher here. And what exactly does a tool pusher do? Oh, all right, excuse me. That's drilling jargon. The tool pusher is someone akin to the manager of the drilling department here in the oil rig. Well, okay. Then I have a few questions for you. Ja, und zwar wieder so ganz tolle. Wie laufen die Bohrungen? Interessiert mich überhaupt nicht. Okay, how has the drilling been going? We're getting along okay, but the wear and tear on the equipment has been fairly high. We have to keep switching the drill head because the old one keeps overheating. Do you have any idea what could be causing that? My first guess would be that it has something to do with the drilling fluid. If it isn't mixed right, it won't have the adequate cooling properties. I've already spoken to the drilling fluid people. Everything seems to be fine. Where can I find the OIM? Yeah, I'm sorry, Mr. Cromwell's hardly ever here during the day. He always assigns himself to the night shift. That means he had the night shift last night as well? Sure did. Where are his quarters? Sorry. Not Was? allowed to pass that information to you. Ich glaube, But I'm from the Coast Guard. Our rooms are private. You're not allowed to go anywhere near them. Ich finde es immer so süß, wie wir sagen, aber ich bin doch von der Küstenwache. Menno. Was eine doofe Frage. And where are we now? But this here? This is a control room. Also lovingly referred to as the hub by the staff. All the different areas of the oil rig are controlled from here. Condition of the generators, hydraulics, and of course the drilling itself. And have you noticed anything suspicious? As far as the oil rig is concerned, everything's A-okay. You have to understand, we're always dealing with fairly harsh conditions here on the rig. It's not really comparable to the mainland, or to a ship for that matter. I'm going to have to go follow up on some leads. Thank you very much. You can usually find me here, should you need me for anything. Nein, ich brauche dich jetzt nicht. Mann, ist das schwer, hier mal den Chef zu kriegen. Können wir denn hier ein bisschen rumfummeln? Bohrschlammkontrolle. Ich kann nichts ablesen. Verdammt. Ah. A handwritten note. Let's see what it says. Ja, was sagt sie? Hallo S. Entschuldigung, ich hatte keine Zeit. Ich war wirklich beschäftigt, den Bohrer zu entladen. Ach nee, die Bohrerzähne zu entladen, die wir geliefert bekommen haben. Lass uns heute Nacht treffen, am gleichen Ort, L. So. L. Kennen wir jemanden mit L?
Jawohl, den kennen wir. Nämlich Liam. Und den können wir eigentlich nochmal befragen, wenn wir in die richtige Richtung laufen würden, die nämlich hier ist. Sehr verworren, das Ganze. Kuckuck. Work here keeping you busy? There's always something that needs to be done. Ach so. Wir können das gar nicht das Zettelchen geben. Schade. Okay, ich klicke nochmal die Dialoge durch. Ich mache das jetzt schnell. Falls was Neues kommt, mache ich natürlich wieder langsam. Have you seen anything? No. You have a... Yeah, But nothing... No, definitely not. What are you... I'm Liam Van, and I have the best... And that would be... I'm the crane operator. And why is that... Simple. Everybody, I'm the only one, and I don't have... And the best thing... Sounds like a dream. For sure. I'm glad you understand me. Do you know that... Sam? What about him? Do you know... I was helping him look... In the middle of... Yeah. Is that standard... Well, it just happened last night that it needed to get done. Okay. What do you think... Well, but he seems... He seems to be a nice guy. Yeah. Are you sure? Well, not really. Okay, der eine Dialog hat sich ein bisschen Sure, geändert. go ahead. Aber nicht wirklich so, wie ich gehofft Good habe. luck. Ich würde mir ja gern die Kisten angucken, die sie in der Gegend rumgeschoben haben. Wir bemühen nochmal den Funk um Hilfe. I need to find out who this handwritten message is from. It could have something to do with that alibi for last night. Ja, ich dachte eigentlich Liam. Oder können wir jetzt vielleicht... Moment. Can you tell me if you've ever seen this note? Ah, no, it's not from me. And do you recognize the handwriting? No, I don't recognize that handwriting at all. I'm sorry. Can you guess who L might be? L? No, I really have no idea. L? As in Liam? Maybe? No. Okay, if you happen to remember anything else, then please let me know. I will, for sure. I need to find out who this handwritten message is from. It could have something to do with that alibi for last night. Okay. Da stehen ja noch mehr Menschen rum. Ich fasse es nicht. Aber da kommen wir nicht hoch, weil er steht im Weg. Verdammt. Wie kommt man denn da hin? Ach nee, da hinten kommt man ja nicht lang. Ist das alles verworren? Gut, aber ich glaube, ich bin jetzt hier total durcheinander, was die Folgenlänge betrifft. Ich glaube, wir sind schon weit über das normale Maß hinausgegangen. In der nächsten Folge versuche ich dann wirklich, ich verspreche es, diesen dämlichen L zu finden und diesen Zettel jetzt hier mal jedem unter die Nase zu halten. Vielleicht haben wir ja dann auch endlich Erfolg. Naja, wir warten mal ab. Macht's gut, bis nächstes Mal.